Oh, hey, what's up guys? Willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal in Tokio. Wir sind in einem Ort namens Yansen, das ist in Tokio Downtown. Und ja, es ist ein sehr historischer Ort. Wir sind gleich bei unserem ersten Stopp, den Nezu-Tempel, den Nezu-Schrein. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an und wir sehen uns dann gleich, ja. So, let's go! Wir sind jetzt beim Nezu-Schrein angekommen und das Schöne eben hier ist, dass die gesamte Umgebung vom Schaden des Zweiten Weltkriegs verschont wurde. Das Gebäude wurde 1706 erbaut und es ist immer noch originalgetreu und es ist natürlich ein sehr schöner Kontrast zum doch sehr modernen Tokio. Ja, wir sind jetzt fertig mit dem Nezu-Schrein und gehen zur nächsten Location. Und der Ort hier oder die Straße hier ist auch bekannt als Katzenstraße, weil es hier sehr, sehr viele streunende Katzen gibt. Und der nächste Ort, wo wir jetzt hingehen, ist auf jeden Fall perfekt für jeden Katzenliebhaber. Wir sind hier jetzt beim Restaurant angekommen und ja, wir haben gedacht, das ist eigentlich nur ein Restaurant, aber schaut euch das hier an. Das ist eine Art Katzenschrein und hier schon das Schild besagt, dass man zwar, wenn man hier betet, nicht unbedingt Geld bekommt, aber man bekommt super Cat Power und ja, die würde ich doch gerne mal haben. Leute, wir haben verschissen. Das hat geschlossen, weil blöderweise muss man da im Vorhinein reservieren. Anscheinend auch, wenn man einfach nur einen Kaffee trinken möchte oder eben was essen möchte. Trotz allem, wir verlinken euch den Platz und wir suchen uns jetzt was anderes und vielleicht gehen wir da später einfach nochmal hin. Ja. Ja, Leute, auf unserem Weg zu einem neuen Restaurant haben wir hier einen japanischen Kindergarten gefunden und also ich weiß ja nicht, wo ihr in den Kindergarten hingegangen seid, aber das sieht schon ziemlich cool aus, sehr authentisch und natürlich dürfen da auch Comicfiguren nicht fehlen und hier haben wir den Bakshi vom Anpanman, ist ein recht bekannter Anime in Japan. Ja, wer wird da nicht gern hingehen? Wir sind jetzt hier in so einer Art Galerie-Café und das sieht alles ziemlich cool aus. Wir haben uns jetzt hier einen recht interessanten Orangen-Schokoladen-Café, irgendwie sowas bestellt und ein Dessert. Und dann geht es gleich dann weiter zu den Essenständen und dann gönnen wir uns auf jeden Fall noch ein paar Snacks. Ich muss sagen, das ist schon ein sehr authentisches Restaurant und ja, wir haben jetzt hier 20 Minuten gewartet und schauen, was wir bekommen haben. Ich hoffe jetzt, dass nicht. Wir waren gerade hier im Hagiso Café und das war eigentlich ziemlich episch. Das ist so eine Art Galerie mit einem Café und Hotel gibt es anscheinend auch. Ja, das Gebäude selber scheint schon über 60 Jahre alt zu sein. Das Café jetzt seit 2013 eröffnet. Etwas hipstermäßig, aber definitiv einen Besuch wert, wenn man ein bisschen Zeit hat, weil das dauert relativ lang, bis man den Kaffee bekommt. Aber ja, war gut. Wir sind jetzt bei unserem nächsten Spot angekommen, das heißt Yanaka Ginza
benannt nach der Ginza-Straße vom Ginza District in Tokio. Ja, die ist hier ein bisschen kleiner und ist so eigentlich der Gegensatz dazu. Es gibt relativ viele traditionelle Shops, ja, relativ viele Essensgeschäfte auch und da holen wir uns auf jeden Fall noch was. Hier, diese Treppe ist ganz berühmt, die heißt Sunset Steps, weil da kann man anscheinend den Sonnenuntergang ganz gut sehen und in sehr vielen japanischen TV-Produktionen und auch so in Zeitungen wurden hier immer mal wieder relativ epische Fotos geschossen. So, ja, den Sonnenuntergang schauen wir uns leider nicht an, aber wir gehen jetzt gleich da runter. Es sind 36 Stufen und dann schauen wir mal, was Yanaka so an Essen zu bieten hat. Ich habe jetzt hier zwei Genki Menji Katsu gekauft. Genki heißt eigentlich auf Japanisch ja, gesund und ich bin schon sehr gespannt. Also Menji Katsu, das ist eigentlich sowas wie bei uns der Schnitzel. Einfach Fleisch, ja, paniertes Fleisch und jetzt schauen wir mal, wie das schmeckt. Wir haben uns jetzt hier den nächsten Snack geholt, ein salziges Taiyaki, hatte ich zuvor auch noch nicht. Das sind einfach so ja, Teigtaschen gefüllt, meins ist mit Käse, Thomas seins ist mit Stewed Beef. Und falls ihr euch jetzt irgendwie denkt, so hey, ihr habt doch gar nichts von Thomas gehört, der ist leider immer noch ein bisschen traurig, weil wir das Katzencafé, wenn du nicht Ja, also obwohl der Bezirk hier Katzenbezirk genannt wird, habe ich eigentlich mehr Friedhöfe als Katzen gesehen bis jetzt. Aber wir sind jetzt hier am größten Friedhof oder an einem der größten Friedhöfe in Tokio, der aber gleichzeitig auch eine Parkanlage ist. Das heißt, filmen sollte eigentlich gehen, solange wir werden natürlich keine Gräber explizit filmen. Es gibt auch hier ein paar Regeln, an die werden wir uns natürlich halten. Und ja, die Parkanlage soll sehr schön sein und da gibt es auch soll es viele Katzen geben. Mal schauen, ob dem so ist und wir checken das jetzt mal aus. Also irgendwie haben wir dieses Mal nicht so wirklich Glück mit Katzen. Zuerst hat das Café geschlossen und jetzt haben wir hier nur so zwei unmotivierte Katzen gesehen vorhin. Aber wir sind jetzt hier beim Tokugawa-Familiengrab. Das ist das Grab der Shogun-Familie, die vor 400 Jahren über Japan geherrscht haben. Und hier soll zumindest der letzte Shogun begraben sein. Und vielleicht gibt es da hoffentlich auch ein paar Katzen. Schauen wir mal. Ja. Ja, also wie Nick gerade schon gesagt hat, wir haben dieses Jahr nicht so viel Glück. Das Grab, anscheinend war ja gerade eine Gruppe, die hatte eine Führung und dann war das halt auf, aber man muss das glaube ich buchen. Also wir können jetzt leider nicht rein. Also irgendwie sind wir dieses Mal nicht so wirklich vorbereitet. Wir hätten viel mehr Sachen buchen müssen. Und das, obwohl wir in Tokio sind. Also wir wollten es eigentlich ein bisschen bequemer haben dieses Mal. Und ja, sieht man, was daraus geworden ist. Ja, also das ganze Rumrennen im Friedhof-Labyrinth, das hat uns, glaube ich, ein bisschen weich in der Birne gemacht. Das Grab des letzten Shoguns war eigentlich genau um die Ecke, aber auch hier ist das geschlossen. Also, ja, wenn ihr halt nach Yanaka kommt, mit der Absicht eben das Grab zu besuchen und viele Katzen zu sehen, also das können wir jetzt nicht bestätigen. Wie gesagt, es ist geschlossen, schaut aber trotzdem cool aus. Hier hat man auch das Tokugawa-Familienwappen. Ja, es soll jetzt hier noch einen goldenen Buddha geben. Mal sehen, ob wir den jetzt noch finden. Und ich hätte dann gesagt, dann gehen wir wieder mal was essen, weil ich habe schon wieder ein bisschen Hunger. Ein interessanter Spot in Yanaka ist auch die Tsuji Bay Wall. Das sieht einfach aus wie eine ganz normale Mauer, aber die ist tatsächlich schon über 400 Jahre alt und wurde in der Edo-Periode gebaut, aus Schlamm und eben Ziegeln.
Und die ist jetzt 38,6 Meter lang. Und das Besondere ist eben, dass das die einzige, also Tokio war voll von denen vor 400 Jahren, aber dann durch den Zweiten Weltkrieg wurde eigentlich alles zerstört, bis auf diese. Das heißt, das ist die letzte überbliebene Mauer. Und sie ist auch mittlerweile ein Kulturerbe seit 1992. Ist auch recht interessant, wenn man so ein bisschen japanische Geschichte interessiert ist. Da ist Yanaka auf jeden Fall ein guter Platz, ja, um sich da zurechtzufinden. Ja, also das war jetzt unser Tag in Yanaka und Nezu und ich muss schon sagen, also der Kontrast zu modernen Teilen wie Shinjuku oder Shibuya, der war schon ziemlich nice, war oder? auf jeden Fall cool. Und was hat dir jetzt so am besten gefallen heute? Also ich fand tatsächlich gleich die erste Location am besten, der Nezu-Schrein. Ja. Also das fand ich wirklich cool. Ich habe nicht gewusst, dass es sowas in Tokio gibt. Auf jeden Fall. Ja. Und das ist halt auch anders als der Meiji-Jingu-Schrein, der ist halt um einiges größer, aber da sind auch viel mehr Menschen. Und Ganz genau. heute der Nezu-Schrein, der war ziemlich gechillt, oder? Ganz genau. Es ist halt auch eine Gegend, die halt kaum jemand kennt. Also ich habe es auch nicht gekannt, bevor mir der Thomas davon erzählt hat. Und das ist auf jeden Fall was man besuchen sollte. Vielleicht gerade auch, wenn man schon die Stadtteile wie Shinjuku oder Shibuya eben schon abgeklappert hat. Und mal was anderes sehen möchte. Ja, aber das mit dem Friedhof, das war ein kleiner Das war ein bisschen zu viel. Also ich glaube, wir haben 15 oder 10 Friedhöfe gesehen. Ja, also wir waren halt auf der Suche nach Katzen und wir haben echt, glaube ich, nur 2 oder 3 Katzen gefunden und wir sind dann halt durch diese ganzen Labyrinth von Friedhöfen gegangen und das war schon ein bisschen komisch, ja. Tokugawa, das war auch ein bisschen untypisch. Also mit Friedhof, also ich meine, es ist vielleicht ganz schön beim Sakura. Wahrscheinlich schon, ja, sicher. Aber ja, also wem es gefällt, auf jeden Fall empfehlenswert, aber ist jetzt kein Must. Aber hier die Bierhall, wo wir jetzt heute noch am Abend waren, das war ziemlich nice, oder? Das Essen ziemlich geil. Super cool. Gibt es ja auch eine Bakery. Da habe ich mir vorher noch einen Snack geholt, der war auch sehr gut. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Ja, also auf jeden Fall die Gegend hier sehr empfehlenswert und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, oder? Absolut. Eine Sache noch, wir haben natürlich alles verlinkt und ganz oben findet ihr dann auch eine Karte von Google Maps zu allen Locations, wo wir heute waren, könnt ihr dann einfach nachmachen. Ganz genau. Okay, eure Bros in Japan. Yes.